Ja, hallo, ich bin Tim Janßen. Ich bin Mitgeschäftsführer des Cradle to Cradle e.V. und auch Mitgründer. Und von meinem Hintergrund her bin ich Wirtschaftswissenschaftler. Und ich bin Nora Sophie Griefahn, Geschäftsführerin des Cradle to Cradle e.V.s und Mitbegründerin der Organisation und vom Hintergrund her Umweltwissenschaftlerin und Umweltingenieurin. Ja, wir teilen Cradle to Cradle im Grunde einmal in einen Bereich, den wir Denkschule nennen, und einen Bereich, den wir Cradle to Cradle Designkonzept nennen. Und die Denkschule bedeutet, dass es darum geht, dass wir als Menschen auf dieser Erde Nützlinge sein können, dass wir darüber reden können, dass wir als Menschen einen positiven Fußabdruck hinterlassen können. Also das heißt, nicht nur weniger schlecht sein, nicht nur vermeiden, verzichten, reduzieren, sondern uns überlegen, wie können wir als Menschen einen positiven Beitrag leisten. Und ganz konkret, das wäre das Designkonzept, das Cradle-to-Cradle-Designkonzept. Wie funktioniert das? Wir teilen die Nutzung von Produkten in zwei Sphären ein, einmal die Biosphäre, einmal die Technosphäre oder den biologischen Kreislauf und den technischen Kreislauf. Und wie funktioniert das ganz konkret? Bei Cradle to Cradle betrachten wir vom Design an, also vom Beginn, wo wir die Produkte gestalten, betrachten wir den Nutzen und die Verwendung am Ende. Das heißt, wir definieren einmal Materialien, die wir verwenden wollen. Die sollen gesund sein für Mensch und für Umwelt. Und dann sprechen wir darüber, wo wird das Produkt genutzt? In der Biosphäre später oder in der Technosphäre? Das heißt, wenn sich Bestandteile eines Produktes reduzieren und davon Teile zum Beispiel in der Umwelt landen, dann sollten sie biologisch abbaubar sein. Wenn wir die Produkte nur nutzen, wir sprechen dann von Gebrauchsprodukten, dann bleiben sie in der Technosphäre. Das heißt, wir müssen dann dafür sorgen, dass wir sie in gleicher Qualität erhalten und die Produkte eben auch schon von Anfang an dafür machen, dass wir die Materialien am Ende der Nutzung wieder auseinandernehmen und daraus was Neues, Hochwertiges herstellen. Dabei ist auch noch wichtig, dass wir, wenn wir die Produkte nach Cradle to Cradle herstellen, regenerative Energien dafür verwenden. Denn wenn wir eben Kreisläufe schließen wollen, wenn wir Materialien im Kreislauf erhalten wollen, dann bringt es natürlich nichts, auf der anderen Seite fossile Brennstoffe zur Energieherstellung zu verbrauchen. Und der dritte Aspekt wäre, dass wir ganz vielfältige Lösungsansätze nutzen können und sehen, aus der Natur lernen können, die Vielfalt der Natur als Vorbild nehmen können und daraus lernen, als Partnerschaft sich zu überlegen, wie könnten denn unsere vielfältigen Lösungen aussehen und diese zu feiern. Was dabei ganz wichtig ist darüber immer nachzudenken, dass wir keine Produkte haben wollen, die frei von etwas sind. Denn frei von reicht uns nicht. Es hilft uns nicht, wenn wir nur sagen, eine Chemikalie, die toxisch war, ist nicht mehr da drin und dafür ist eine andere, die viel giftiger noch ist, in dem Produkt enthalten, sondern wir müssen klar definieren, positiv definieren, was ist in unseren Produkten drin, was soll sozusagen mit diesem Produkt passieren, was sollen die Nutzungsszenarien sein für dieses Produkt und ganz klar definieren, was wir wollen und nicht, was wir nicht wollen. Also es gibt zu Cradle to Cradle auch eine Produktzertifizierung und in dieser Zertifizierung sind schon über 3000 Produkte zertifiziert worden. Aber neben der Zertifizierung gibt es natürlich auch noch sehr viele Produkte, die auch dem Cradle-to-Cradle-Design entsprechen, die nicht zertifiziert sind. Was, glaube ich, ganz wichtig ist dabei zu sehen, ist zu definieren, was wollen wir. Das hatte ich ja gerade schon gesagt. Also zu definieren, was ist das Ziel, wo es hingehen soll. Und da kann man ein Produkt, wenn man definiert, was in dem Produkt drin ist und transparent zeigt, was dieses Produkt ist, dann kann man auch zeigen, okay, das ist Cradle to Cradle, weil es gesund für den Menschen ist, weil es in Kreisläufe gehen kann, weil wir uns genau die und die und die Gedanken dazu gemacht haben. Und da gibt es, glaube ich, schon einige Produkte, die danach gestaltet sind, gerade im Baubereich oder im Textilbereich. Wir als gemeinnützige Organisation stellen ja erstmal in der Gesellschaft, versuchen mit den Menschen die richtigen Fragen zu stellen. Das heißt, im Geschäft zu fragen, womit wurde dieses Produkt hergestellt? Ist das gesund für mich, wenn ich es verwende? Und was passiert eigentlich danach damit? Wird es zu Abfall oder kann mit den Materialien was nützlich angefangen werden? Das ist aus unserer Sicht einmal eine zentrale Frage, die, glaube ich, jeder an jeder Stelle, wenn er oder sie etwas kauft, erstmal stellen kann. Dazu gibt es aber eben auch die Möglichkeit, anhand eines Labels zu erkennen, ein Produkt ist konkret Cradle to Cradle zertifiziert. Das gibt es eben auch und daran kann man auch Produkte erkennen im Handel.
Und dafür muss man auch kein Experte sein, sondern man kann die richtigen Fragen stellen. Man kann fragen, sind diese Produkte, ist dieser Stuhl, den ich hier habe, ist der dafür gemacht, in meiner Wohnung zu stehen oder gast er aus? Man kann genau diese Fragen stellen. Das heißt, es geht darum, und das ist das, was wir uns auch als Aufgabe gemacht haben, da zu lernen, wie kann ich die richtigen Fragen stellen und diese dann auch da immer wieder anzubringen. Und damit auch dann eine Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, dass es eine Veränderung braucht und dass auch die Produkte anders sein können. Also der ideale Zustand eigentlich, was wir so als unsere Vision definiert haben, ist, dass das, worüber wir reden, was für viele, die das Thema Cradle to Cradle kennen, schon selbstverständlich geworden ist, wo die sagen, mir ist das klar, das sollte gar nicht anders sein, Dinge sollten nicht Müll werden, Dinge sollten nicht unnütz werden, sondern wir brauchen die Kreisläufe, wir brauchen gesunde Materialien. Aber es gibt noch viele, die das noch nicht für sich durchdrungen haben, noch nicht diskutiert haben. Und in unserer Vision ist das so selbstverständlich, dass diese für uns eigentlich rudimentären Prinzipien, zu sagen, wir schauen uns das von Natur ab, wir können vieles davon imitieren und in unseren Systemen ganz anders machen und dann diese Kreisläufe schaffen und gesunde Produkte in unseren Systemen haben. Dass das dann selbstverständlich ist, dass wir nicht mehr darüber reden, giftiges Spielzeug von den Märkten zu verbannen oder chrombelastetes Leder auszusortieren oder zurückzurufen, sondern dass es selbstverständlich sein muss, wir nutzen gesunde Materialien, die sind alle für Hautkontakt, für die Nutzung, für Innenräume gestaltet beispielsweise, dass wir das gar nicht mehr diskutieren müssen. Leider muss man sagen, wenn wir heute zum Beispiel auf Fachkonferenzen unterwegs sind, schwerpunktmäßig diskutiert man über Ressourceneffizienz, weniger Material einsetzen. Aber wie wir die Materialien und welche Materialien wir einsetzen, das ist immer noch ein großes Thema. Aber wenn das mal selbstverständlich ist, das wäre, glaube ich, unser Utopia, dass wir darüber schon nicht mehr diskutieren müssen. Also eigentlich müssen wir nur anfangen, unseren Menschenverstand zu verwenden, denn keiner von uns möchte eigentlich im Gift leben, keiner von uns möchte, dass die Menschen schlecht behandelt werden, die Produkte herstellen, und keiner von uns möchte, dass wir Müll am Ende haben. Das heißt, uns ganz klar zu überlegen, wie macht die Natur das und davon auch zu lernen und uns anzugucken, wie können wir vielleicht das dann auch machen. Also im Grunde das Konzept Müll aus den Köpfen streichen. Was wir über die letzten Jahre gelernt haben für uns ist, dass so viel passiert und viele Menschen, die wir getroffen haben, sich angefangen haben zu engagieren mit einigen wenigen Fragen, die man gestellt hat. Also wenn der Gedanke einmal ins Rollen kam, haben wir das ganz oft erlebt, dass Menschen gesagt haben, das ist doch eigentlich klar, wir sollten das gar nicht anders machen. Warum haben wir vorher nie darüber nachgedacht, wie unsere Produkte hergestellt werden? Warum haben wir eigentlich so viel Müll in der Vergangenheit schon akzeptiert? Und ich glaube, es ist für uns schon irgendwie eine Erkenntnis zu sagen, mit so einer Bildungsarbeit kann ein Stein ins Rollen geraten. Ja, ich glaube, uns ist wichtig, dass man auch, dass alle wissen, dass jeder mitmachen kann. Jeder kann aktiv werden, jeder kann privat aktiv werden, Fragen stellen, jeder kann politisch aktiv werden, seine Abgeordneten vor Ort fragen, jeder kann in seinem Beruf das Thema mit einbringen, denn Cradle to Cradle ist ja gerade nicht nur auf eine Nische bezogen, sondern kann eigentlich im kompletten Leben, in allen Berufen, in allen Bereichen umgesetzt werden und eingebracht werden, und das heißt, jeder kann aktiv werden, und natürlich wünschen wir uns, dass es auch jeder wird.